Top 10 Parfumo Männerparfüms des letzten Monats. Ich habe da mal rübergeschaut bei Parfumo und dann ist mir in den Sinn gekommen, da werde ich mal so eine Reihe hier machen, öfters mal. Ja, ich habe das noch nicht, keine Ahnung, ob das schon jemand gemacht hat, ist mir auch egal. Ich mache es jetzt mal, weil ich darüber geschaut habe. Ich gucke sonst eigentlich nicht so in den Top-Listen, aber vielleicht sollte ich das mal öfters machen. Ist ganz cool und interessant. Und auch die Top 10 ist wieder sehr interessant. Und da könnt ihr mal wieder sehen, dass ältere Düfte doch noch benutzt werden, weil viele immer labern, viele Jugendliche, die sagen, ach, nach 2 Monaten, ach nee, den mache ich nicht mehr und so weiter und so fort. Und deswegen schauen wir jetzt gleich mal rüber. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. So, jetzt schauen wir mal hier in den schönen Laptop rein und fangen wir mit Platz 10 an. Übrigens schaue ich das erste Mal jetzt darüber, in welcher, also des letzten Monats, wann das natürlich aufhört und anfängt, keine Ahnung. Ich schaue da jetzt rein, deswegen nehmen wir ab jetzt und rückwirkend. Ja, und ich habe alle Düfte, müsst ihr mal gucken. Ja, ich habe alle Düfte hier. Ich werde sie jetzt nicht zeigen. Ich werde sie einblenden, weil ich jetzt hier den Laptop auch habe. Und ja, Platz 10. Spice Bomb Extreme. Ja, und da gehört er auch wirklich hin, weil ich finde, im Designerbereich fing Victor Neuf Spice Bomb wirklich damit an, dieses würzige, zimtige, dieses weihnachtliche Vanille-Tabak-Style zu kreieren. Und das Original oder ja, das Original Spice Bomb ist schon nice, aber auch das Extreme, wo im Endeffekt die Vanille noch hinzukommt, ist schon sehr nice. Kreuzkümmel ist auch da drin, vergiss das mal. Das ist, also ich finde, Kreuzkümmel rieche ich da nicht so wirklich. Safran, ja, schwarzer Pfeffer, klar, Tabak, Vanille und so. Schönes Teil, bei 5700 Bewertungen eine 8,4. Das sagt schon alles und der ist so recht da drin. Aber wenn man sich überlegt, der ist 2015 rausgekommen, glaube ich, ist jetzt noch in den Top 10 des letzten Monats Männerparfüms. Ist schon cool, ja. Platz 9, auch das eigentlich eine Legende, Prada L'Homme, ja. Iris, Amber, einfach einer der sauber Düfte, die es überhaupt gibt. Sehr, sehr frisch, aber nicht so typisch Sommerduft-frisch, sondern so pudrig, wegen der Iris, pudrig, frisch, süß, absolut sauber, man, wie frische Wäsche. 6700 Bewertungen, 8,4. Muss ich eigentlich zu diesem Duft noch was sagen? Ein pudrig, frischer Duft, der wirklich so alleine dort steht in dieser Kategorie, vor allem im Designerbereich, sehr, sehr nice. Kann man immer und überall sehr gut tragen. So, ich glaube, überall kann sie ihn tragen. So, Platz 8. Le Male Le Parfum. Ich habe mir fast gedacht, dass ein Jean Paul Gaultier natürlich dabei ist. Hier bei diesem Le Parfum haben wir dieses Kardamom, ist da extrem ausgeprägter als üblich. Beim Original ist es das Le Male. Hier hat man allerdings noch ein bisschen so die neuere Variante von diesem Lavendel-Touch. Bei einem Elixier zum Beispiel, finde ich, ist es die Vintage-Version fast. Also dieses Le Male, man merkt einfach so ein bisschen, da hat Jean Paul Gaultier so in dieses Alte gegriffen, was sehr geil ist. Aber das ist jetzt nicht hier, sondern Le Male Le Parfum bei 4500 Bewertungen, 8,4. Kann man nicht zu sagen. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Ich werde ja oft gefragt, welchen Duft Dog kann man zur Hochzeit tragen? Und ich sage immer denselben. Und das ist der steht jetzt hier in der Nähe, der Reflection Man. Es ist einfach ein Bitterorange oder Orangen, auch cremiger Neroli, Vanille, bisschen Duft. Lasst euch von den Neroli nicht abschrecken. Also die Leute, die keine Neroli mögen, keine Angst. Also ihr werdet da nicht wirklich viel Neroli merken. Jasmin ist noch drin, Iris, wie gesagt, Inyang, keine Vanille. Ich weiß gar nicht, wie das drauf kommt. Ich meine Sandelholz, Vetiver. Vanille war noch auf den anderen eben. Und ja, aber ein absolutes Muss. Einer der schönsten Nischendüfte, die es gibt. Wirklich brachial, schön. Und ich weiß nicht, es ist einfach für mich, wenn man heiratet, musst du diesen Duft haben, weil das passt. Es ist sauber, es ist sexy, es ist sinnlich, es ist elegant. Der Duft hat alles. Bei 5500 Bewertungen eine 8,6. Stabil, würde ich mal behaupten. So, Platz 6. Verstehe ich immer nicht so ganz. Ich habe ihn auch, aber ist jetzt nicht so Stronger With You Intensely. Ja, es ist, glaube ich verwechsel das immer. Intensely ist, glaube ich, auch den ich am besten fand. Hier haben wir eine süße Kastanie, übersüßt,
Safran, Lavendel, Salbei, Lavendel, ja, Pfeffer. Auch hier spielt man mit den Pfeffer. Fast 4000 Bewertungen, 8,3. Vanille. Ja, für mich ist es ein austauschbarer Duft. Irgendwie habe ich das durchgespielt, würde mein Best Buddy jetzt sagen. Ich bin eigentlich nicht so einer, der sagt, so, ich habe irgendwie das durchgespielt, weil es kann auch sein, auch bei denen, dass der nach einem Jahr mir wieder gefällt. Aber ich habe den jetzt lange nicht angefasst. Den gibt's ja schon länger. Aber er ist in den Top 10. Was soll ich sagen? Genauso wie Platz 5. Und das ist, ja, Aventus. Aventus auf Platz 5 immer noch. Bei 7000, über 7000 Bewertungen. Eine 8,4. Sorry. Bergamotte, na, ihr wisst das ja, Ananas. All dieser Duft. Der selbsternannte King oder von euch der King. Ja, die neue Version ist tatsächlich besser geworden. Also die letzte, die ich gerochen habe, war wirklich besser. Hypercard, CH und so. Kann man machen, so ist natürlich auch nicht wegzudenken, aber ich habe den jetzt lange nicht getragen, da braucht man schon ein bisschen Pause von und dann kann er auch wieder vielleicht irgendwann wieder benutzt werden. Aber es gab auch so viele Ableger, so viele Leute, so viele, die das nachgemacht haben, fand ich jetzt so ein bisschen nicht so schön. Platz 4 hingegen finde ich absolut stabil, der muss da rein bei auch fast 8000 Bewertungen, eine 8,6 und das ist der Layton vom Parfüms de Mali. Also es ist ein Apfel-Vanilleduft, schön süß. In Inbegriff, sage ich ja mal, früher, vor ein paar Jahren habe ich das immer noch gesagt, das ist der Boss Bottle, oder im Nischenbereich, der bessere Boss Bottle, es sei denn, man nimmt das Boss Bottle Intense, das ist nun wirklich sehr nice und das ist natürlich Boss Bottle, ihr müsst euch nicht genau die DNA vorstellen, das meine ich jetzt nicht. Nicht, dass Leute, die immer noch Layton, es gibt immer noch Leute, die Layton nicht kennen, weil eben die Düfte auch nicht so günstig sind und nicht jeder kann sich das leisten und jeder kann auch nicht so viel sparen, gleich mal vorweg. Und Apfel, Lavendel, dieses Apfelige und dann diese Vanille und die Süße, ist richtig perfekt. Also wenn ihr Boss Bottle mögt, werdet ihr meistens Layton auch mögen oder vielleicht sogar lieben. So, jetzt springen wir aufs Treppchen und da kommt noch mal ein Parfüms de Mali. Alter hier, yes! Also wo ich den Duft bekommen habe, muss ich sagen, es gibt ja werde ich das hier mal einblenden, wenn ich das finde, das ist aber schon lange her, Leute, ne? Ja, sah da auch ein bisschen anders aus und so weiter. 2023, so lange die Zeit läuft, ich war geflasht, wo ich das erste Mal den gerochen habe, weil zu der Zeit hatte ich das Ding schon, mal wieder was anderes, was Geiles, die trauen sich war und das ging so durch die Decke, ist schon genial. Auch hier Vanille, Zimt, Orangenblüte. Wenn Orangenblüte ist nice, also Düfte mit Orangenblüte, Zimt, Vanille und auch meinetwegen auch was Frisches, aber immer wo Orangenblüte drin ist, das passt schon wirklich gut. Dann ist auch noch Praline drin und Amboxan ein bisschen, ne, klar. Aber Alter hier bei 4000 Bewertungen, 8,4, ist schön. So, Platz 2, sorry, ja, Dior Homme Intense ist auch noch dabei. Ihr merkt, es sind alles ältere, es sind gar keine neuen Düfte in den Top 10 des letzten Monats unter den Männern. Und ja, hier haben wir natürlich auch was sehr Pudriges am Start, schon Lipstick-Style, das Intense. Ich bevorzuge das Parfüm, allerdings nicht mehr die neue Version, weil die wurde versaut, sondern komplett die alte Version vom Parfüm. Das ist alles, oder das ist mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Designerduft. Aber das Intense ist natürlich auch schon nice und ein Meisterwerk, sorry, wenn man als Mann einen Lipstick-Duft tragen mag. Es ist ja auch wirklich ein Männerduft und das ist ein Duft, wo ich sage, das passt. Dior hat das da wirklich genial gemacht und fast 8000 Bewertungen, auch gut bewertet natürlich. Was will man machen? Bei den Intense ist so ein bisschen die Haltbarkeit ein bisschen nicht gerade immer so gut, ist immer Tagesform bei denen. So, und Platz 1 brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Auch letzten Monat oder jetzt, ne, die letzten 31 Tage, Imagination von Louis Vuitton. Und ja, was soll ich sagen? Ein Duft, den auch ich gekauft habe. Hier haben wir ihn stehen, da haben wir ihn. Eine sehr schöne frische Zitrone mit einem T-Akkord. Wunderbar. Das ist also der beste Duft oder der bestbewerteste Duft der letzten 30 Tage bei Parfumo Männerduft.
Ist schon nice. Vielleicht werde ich demnächst nochmal die Unisex machen und dann so weitermachen, wenn euch das Format hier gefällt. Dann natürlich die Jahrescharts haue ich auch nochmal raus. Und da lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit. Noch läuft das Jahr, obwohl ich denke mal, bei den Jahrescharts wird sich nicht mehr so viel ändern. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, welche da sind. Aber ja, wenn euch das gefällt, schreibt mal unter. Dann werde ich das öfters mal machen, auch wenn es Parfum ist. Ne? Mir ging es eigentlich nicht nur darum, ist egal, vergessen, ach scheiß drauf, völlig unwichtig. Ja, und hier geilster Heiratsduft. Ja, also, ja, habt ihr welche von den Düften? Schreibt mal unter. Welche findet ihr geil? Habt ihr auch die Nummer 1, Imagination? Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus. Lasst einen Daumen da, ne? Lasst ein Like da, macht einen Daumen nach oben, macht einen Super Thanks und folgt mir natürlich nicht vergessen. Folgt mir auf diesen Kanal und ja, verlinkt die Videos, gibt alles. Macht, was ihr wollt eigentlich. Wenn nicht, ist auch gut. Und auf jeden Fall Grüße gerne raus an meine Mitglieder. Und dann bin ich raus, Freunde.